Was wir im Workshop versuchen, ist zu zeigen, welche Auswirkungen haben eigentlich digitale Welten auf das, wie man sich selber fühlt, auf den eigenen Selbstwert. Und wir haben da so 4 Bereiche im Workshop, wo wir hinschauen. Das eine ist so ein bisschen, was ist überhaupt Schönheit? Wer gibt vor, was man schön findet und was nicht so schön? Dann geht es sehr viel um den Selbstwert. Wie nimmt man sich selber wahr? Wie nehmen einen andere wahr? Ist das vielleicht anders? Und wir sprechen auch über die Psychologie des Essens. Also dass Essen eigentlich nicht nur mit Energieaufnahme zu tun hat, auch wenn uns das viele erzählen, sondern es hat einfach mit Emotionen zu tun. Und das Besondere am Workshop ist, dass wir quasi alle daran teilnehmen, also auch ich als Workshopleitung nehme daran teil, ich mache mit, weil es keine definitive Lösung gibt, sondern es ist einfach ein gemeinsames Diskutieren, ein gemeinsames Hinterfragen, was wir hier erleben und wie wir hier auch gegensteuern können. Also was ich ganz wichtig finde, ist, dass man sich so selber in der Jugendarbeit auseinandersetzt mit dem, was macht das mit einem, wenn man in sozialen Netzwerken unterwegs ist. Denn wenn man das selber spürt, das mit den Jugendlichen einfach zu diskutieren und zu hinterfragen, ist etwas ganz, ganz Wertvolles, wo Jugendliche unglaublich daran wachsen können, weil sie einfach sehen, es geht nicht nur ihnen so, sondern es geht auch uns Erwachsenen so, und sie können dann viel eher dem folgen, was wir vielleicht an Tipps auf Lager haben, als wenn man diese Welt gar nicht betritt und sie gar nicht kennt, weil man auch selber dann nicht weiß, wie sich das anfühlt. Man sollte nur auf sich schauen und nicht auf die anderen, weil jeder hat seine Stärken und Schwächen. Dadurch finde ich, dass dieser Workshop sehr nützlich war. Ja. Man lernt sich selbst zu akzeptieren, so wie man ist.